2 Wochen mit dem Camper durch Armenien. Was wir vorher über dieses Land wussten? Nichts. Keine Reiseberichte, keine Warnungen, keine Erwartungen. Doch dann die große Überraschung. Das hier war ein Sowjet-Hotspot für Hightech und Raumfahrt. Denn genau hier landete Noah nach der Sintflut. Because guests from the God. Gerade haben wir einfach ein Wein geschenkt bekommen. Das Land der 1000 Klöster. Und dieser Tempel war mir geweiht. Die älteste Kirche der ganzen Welt. Die christliche Revolution beginnt also hier. Ein 1600 Jahre altes Mysterium. Eine riesige Steinorgel. Am Ende dieser Reise bleibt nur eine Frage. Warum hat uns das niemand gesagt? Doch jetzt ist Schluss mit dem Gatekeeping. In diesem Video erfährst du alles, was bisher nicht auf deinem Radar war. Und wenn du bis zum Ende bleibst, verraten wir, welcher Monat der absolute Geheimtipp für Armenien ist. Stell dir vor, du wanderst durch die armenischen Berge und plötzlich taucht das hier auf. Eine gigantische Schüssel, 54 Meter groß, mitten in der Landschaft. Das ist das Orgov Radio Optical Telescope. Fertiggestellt 1985, als Armenien noch Teil der Sowjetunion war. Armenien war damals kein vergessenes Randland. Ganz im Gegenteil. Das hier war ein Sowjet-Hotspot für Hightech und Raumfahrt. Und jetzt wird's interessant. Die Mission: Signale aus den Tiefen des Alls empfangen. Wer weiß, wer da noch antwortet. Gott? Aber die Sowjetzeit hatte auch ihre Schattenseiten. Politische Freiheit gab es nicht. Viele Armenier mussten sich anpassen. Ihre Kultur, Sprache und Religion wurde von Moskau immer wieder zurückgedrängt. Insgesamt war dieses Observatorium nur 6 Jahre in Betrieb. Sie wollten von hier die Sterne erreichen. Doch heute ist es stillgelegt, wie ein vergessenes Raumschiff, gestrandet in den Bergen Armeniens. Stell dir vor, ein armenischer Mönch möchte 400 nach Christus die Bibel übersetzen. Aber es fehlt die passende Schrift. Also erfindet er einfach ein komplett neues Alphabet. Aber es wird noch besser. Das Nachbarland Georgien hat auch ganz außergewöhnliche Schriftzeichen. Erinnerst du dich noch an unseren Besuch im Alphabet Tower? Und jetzt kommt's. Diese Buchstaben sind mit dem äthiopischen Alphabet verwandt. Auch dort praktizieren Christen ihre Religion seit mehr als 1600 Jahren. Das ist über 5000 Kilometer entfernt, auf einem anderen Kontinent. Hättest du das gedacht? Also ich nicht. Für mich ist das hier ein 1600 Jahre altes Mysterium. Wir sind in Jerewan, der Hauptstadt Armeniens. Wusstest du, dass die Stadt mit 2800 Jahren sogar älter ist als Rom? Ja, da ist er ganz schön neidisch, der dicke Römer. Und er ist nicht die einzige Skulptur, die wir hier entdecken. Jerewan ist wirklich voll davon. Es gibt sie in groß, in klein, in dick, in dünn. Mir hat es riesige Freude bereitet, diese wunderbaren Kunstwerke hier bewundern zu dürfen. Also Humor haben sie auf jeden Fall.
Wir erleben die Stadt als einen wilden Mix aus sowjetischen Plattenbauten und moderner Architektur. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Gebäude hier alle ganz besondere Farben haben? Sie sind nämlich aus vulkanischem Gestein geformt. Was mich total überrascht, ich dachte immer, Vulkanstein ist schwarz. Doch hier in Armenien ist er meist orange oder rosa. Und die Vulkane sieht man sogar von hier aus. Das ist zum Beispiel der Ararat, der heilige Berg der Armenier. Dem kommen wir später noch ganz nahe. Mit 54 Metern überragt diese Statue alle anderen. Das Denkmal der Mutter Armeniens, errichtet 1967. Aber vorher stand an dieser Stelle jemand ganz anderer. Josef Stalin. Nach seinem Tod mussten selbst die Sowjets zugeben, wie grausam dieser Mann war. Das Denkmal soll weg. Doch beim Abbau passiert eine Tragödie. Ein Soldat stirbt, mehrere werden verletzt. Selbst aus dem Grab heraus reicht Stalins grausame Faust. An seine Stelle tritt Mutter Armenien, ein Symbol für Frieden durch Stärke. Die Botschaft ist unmissverständlich. Armenien ist bereit, sich zu verteidigen. Und verteidigen mussten sich die Armenier leider immer wieder. An das dunkelste Kapitel ihrer Geschichte wird nur wenige Kilometer entfernt von hier erinnert. Am Genoziddenkmal. Der Völkermord an den Armeniern begann 1915 und dauerte bis in die 1920er Jahre. Armenien war damals vom Osmanischen Reich besetzt. Die türkische Regierung sah in den christlichen Armeniern eine Gefahr, denn diese sympathisierten mit dem Kriegsgegner Russland. Was dann folgte, waren Deportation und systematische Vernichtung. Jene, die auf den Todesmärschen durch die Wüste nicht ermordet wurden, starben an Hunger, Durst und Krankheit. Gleichzeitig kam es zu Massakern in armenischen Dörfern und Städten. Schätzungen gehen von 1 Million bis 1,5 Millionen Ermordeten aus. Einige konnten fliehen. Diese Bäume erinnern an die Opfer. Der Genozid ist der Hauptgrund, warum heute 8 Millionen Armenier außerhalb ihres Landes leben, während nur 3 Millionen im Land sind. Mit 270% ist das die größte Diaspora der Welt. Die Türkei bestreitet den Völkermord bis heute. Trotz dieser schrecklichen Vergangenheit erleben wir die Armenier als supernette, gastfreundliche und lebensfrohe Menschen. Salut. Ողջ լինեք։ Ողջ առողջ. Welcome to Armenia. When you go your country, say everybody come to Armenia. This is a country when people like everybody. Salut. Yaxshi. In dieser Disziplin ist Armenien Weltmeister. Kunstwerke aus Stein. In keinem anderen Land der Welt findest du mehr Skulpturen pro Einwohner als hier. Diese Kreuzsteine hier nennt man Hatschka. Sie sind UNESCO geschützt und ein ganz wichtiges Symbol der armenischen Kultur. Überall im Land haben wir sie bereits entdeckt. Sie stehen für Frieden, Liebe und Ewigkeit, den Triumph des Christentums und den Sieg über den Tod. Einige sind mehr als 1000 Jahre alt. 40.000 dieser einzigartigen Kunstwerke existieren heute noch. Denn unter Steinmetzen gibt es eine ganz wichtige Regel. Keines dieser einzigartigen Kunstwerke darf einem anderen gleichen. Schau dir mal diese filigranen und tiefen Reliefs an. Die größte Ansammlung von Hatschkaren in Armenien findet man heute am Friedhof von Noratus. Hier am westlichen Ufer des Sevansees stehen 900 dieser Kreuzsteine. Mehr als doppelt so groß wie der Bodensee ist er, der Sevansee. Und damit nicht nur der größte Süßwassersee Armeniens, sondern des gesamten Kaukasus. In der Vergangenheit war er sogar noch größer. Doch als Armenien Teil der Sowjetunion wurde, begann man für die Agrarindustrie dieses riesigen Vielvölkerstaates
massiv Wasser aus dem See zu pumpen. Der Wasserspiegel sank und aus der Seewan-Insel wurde eine Halbinsel. Heute steht hier das Seewan Writers House. Gebaut wurde es als Rückzugsort für Schriftsteller. Doch obwohl das Haus von den Sowjets in Auftrag gegeben wurde, landeten die Architekten 2 Jahre nach der Fertigstellung im Gulag. Ihr Verbrechen? Sie setzten sich zu sehr für Armeniens Kultur ein. Erst nach Stalins Tod wurden sie rehabilitiert. Am 7. Dezember 1988 erschüttert ein verheerendes Erdbeben Armenien. Das hier ist Svitak. Die Stadt wurde damals komplett zerstört. 25.000 Menschen verlieren ihr Leben. 1 Million wird obdachlos. Und das mitten im Winter bei Minusgraden und Schnee. Zur selben Zeit flammt der Bergkarabach-Krieg wieder auf. Und Aserbaidschan, die drehen den Gashahn zu. Komplett. Aber das ist erst der Anfang. 80 Kilometer entfernt steht das einzige Atomkraftwerk Armeniens. Als Folge des Erdbebens wird es für 7 Jahre abgeschaltet. Im ganzen Land gehen die Lichter aus. Stell dir vor, kein Gas, kein Strom und das mitten im Winter. Diese Zeit geht als die 4 kalten und dunklen Jahre in die armenische Geschichte ein. Diese Metallkirche wurde in Windeseile nach dem Beben errichtet. Heute gilt sie als Symbol für diese schreckliche Katastrophe. Auf dem Friedhof ringsum ruhen viele der Opfer. Doch mitten in dieser Tragödie geschah etwas Außergewöhnliches. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sowjetunion ließen die Machthaber Unterstützung von westlichen Hilfsorganisationen zu. Doch kurz danach bricht die Sowjetunion zusammen. Armenien fällt endgültig in eine tiefe Wirtschaftskrise. Keine Arbeitsplätze, keine Zukunft, keine Hoffnung. Was würdest du tun, wenn dein Land von einer Katastrophe in die nächste schlittert? Die Antwort ist herzzerreißend. 800.000 Menschen, das ist jeder 4. Armenier, packen die Koffer und verlassen das Land für immer. Der Ararat, das Symbol Armeniens. Er ist auf dem armenischen Wappen zusammen mit der Arche Noah, denn genau hier landete Noah nach der Sintflut. Das macht total viel Sinn. Dieser erloschene Vulkan ist mit über 5000 Metern die höchste Erhebung weit und breit. Die Armenier sind überzeugt, dass sie die direkten Nachfahren Noahs sind. Und das hat mich überrascht. 86% der Armenier sagen, der Blick auf den Ararat löst in ihnen starke Gefühle aus. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Ararat liegt in der Türkei. Die Grenze verläuft direkt am Fuß des Berges und sie ist komplett dicht. Weder Türken noch Armenier dürfen rüber. Und direkt im Schatten dieses mächtigen Vulkans liegt das Kloster Hor-Virab. Das bedeutet übersetzt tiefes Loch. Und eben dieses Loch soll Armeniens Zukunft für immer prägen. Wir schreiben das Jahr 288. Gregor weigert sich, der Wassergöttin zu opfern. Er glaubt nur an den einen, den christlichen Gott. König Tridates ist erbost. Er lässt Gregor foltern. Doch dieser bleibt standhaft. Also wirft ihn der König in dieses dunkle Loch. Ohne Essen, ohne Trinken. Wenn dein Gott so mächtig ist, dann soll er dir doch helfen.
13 Jahre verbringt Gregor in diesem Verlies, bis der König schwer erkrankt und Gregor ihn wie durch ein Wunder heilt. Der König lässt sich auf der Stelle taufen und macht Armenien zum ersten christlichen Staat der Welt. Die christliche Revolution beginnt also hier in diesem Loch. Gregor, nun der Erleuchter genannt, zieht durchs Lande und gründet eine Kirche nach der anderen. Seine erste, die baute er genau hier, das Kloster Etchmiadzin, fertiggestellt 303 auf den Grundmauern eines vorchristlichen Tempels. So machten sie es damals. Alter Glaube raus, neuer Glaube rein. Viele Tempel erwischte es so. Nur einer hat überlebt, aber dazu kommen wir später noch. Aber jetzt halt dich fest. Das hier ist sogar die älteste Kirche der ganzen Welt. Kein Wunder, dass hier der Boss der armenischen Kirche sitzt, der Katholikos. Kleiner Wissenshappen. Das Wort katholisch kommt aus dem Griechischen und bedeutet einfach nur allgemein. Seit Gregor hier den ersten Stein gesetzt hat, ist einiges dazugekommen. Die Kirche der Heiligen Erzengel zum Beispiel. Sie steht für den Neuanfang nach der Sowjetzeit, als Religion in Armenien wieder aufblühen durfte. Dieser Pfau ist heilig. Er ist der oberste Engel der Jesiden und wird verehrt. Noch nie davon gehört? Ging mir genauso. Diese monotheistische Religion ist uralt. Nach ihren heiligen Schriften erschuf Gott den Pfauenengel aus seinem eigenen Licht. Und jetzt wird's spannend. Alle sollen sich vor Adam verbeugen. Der Pfauenengel weigert sich. Warum? Weil er nur Gott selbst die Treue geschworen hat. Gott fühlt sich geschmeichelt und macht ihn zu seinem Lieblingsengel. Ein Sieg der Treue über blindem Gehorsam. Klingt nach einer schönen Geschichte, oder? Leider gibt es ein Problem. In der islamischen Mythologie ist genau dieser rebellische Engel Satan. Und so gelten die Jesiden einigen als Teufelsanbeter. Die Gemeinschaft zählt in ihrer Geschichte 74 Genozide. Der letzte passiert gerade jetzt im Irak und ist der schlimmste von allen. 10.000 Menschenleben hat der islamische Staat ausgelöscht, Tausende in die Sklaverei entführt. Nadia Murad konnte fliehen und durfte sogar vor der UNO über das Schicksal der Jesiden aufklären. Für ihren Einsatz für die Menschenrechte erhielt sie den Friedensnobelpreis. Und nun erleben wir etwas Besonderes. Die Jesiden bauen hier in Armenien einen Tempel. Und zwar den allergrößten weltweit. Heute leben hier etwa 31.000 Jesiden. Das sind 1% der armenischen Gesamtbevölkerung. Und obwohl die Armenier urchristlich sind, dürfen die Jesiden hier frei und sicher leben und ihrer Religion treu bleiben. Das ist ein starker Beweis für die vielbeschworene armenische Gastfreundschaft. Und tatsächlich, auch unsere Herzen können die Menschen hier in nur wenigen Tagen erobern. Armenian people love any guests because guests from the God. You know what I'm saying? You look for me like a God.
you have a good love. God bless you. God bless Austria. Have a nice life. Beautiful, Poncho, that's so From nice. Armenian people. It's Gerade sitze ich hier mit Metzrob und er war so lieb und ist einfach vorbeigekommen, um mir eine Flasche 6200 Jahre alten Wein aus Armenien zu geben. Metzrob, vielen Dank. Спасибо большое. Не за что. На здоровье. И вечером пригласил вино выпить. Я отказал. Wir sollen heute am Abend diesen Wein austrinken und es soll uns zu unserem Wohl gedeihen mit mir und der Nina. Vielen Dank. Das ist echt nett. Armenien nennt man nicht umsonst das Land der 1000 Klöster. An den spektakulärsten Stellen stehen diese uralten Bauwerke. Das ist eine heilige Quelle und die verläuft hier einfach mitten durch die Kirche. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass armenische Kirchen richtig oft ein Loch in der Decke haben? Warum genau ist nicht ganz klar. Es könnte einfach eine praktische Lichtquelle sein oder ein Rauchabzug wegen des ganzen Kerzenqualms. Vielleicht ist es aber die Verbindung zum heiligen Licht Gottes. Wie viele Kirchen gibt's denn noch hier? Okay, keine Kirchen mehr. Aber gleich hier in der Nähe gibt es etwas wirklich Spannendes. Bevor Gregor kam, waren die Armenier 800 Jahre lang Zoroastrier. Sie beteten Götter an, die heute kaum noch jemand kennt. Und dieser Tempel war mir geweiht. Also der Gott Mir, auch Mithra genannt. Das Außergewöhnliche, es ist der einzige vorchristliche Tempel, der in ganz Armenien noch steht. Alle anderen wurden vom Gregor, dem Zerstörer, Leuchter, platt gemacht. Außerdem ist es das östlichste Bauwerk der griechisch-römischen Welt. Ein antiker Tempel mitten in Armenien, umgeben von Bergen. Ziemlich wild, oder?
Aber jetzt genug von Religion und Göttern, denn hier in der Nähe wartet noch ein richtiges Naturwunder auf uns. Schau dir das an! Eine riesige Steinorgel mitten in der Natur. Sieht aus, als hätte jemand tausende Orgelpfeifen perfekt nebeneinander gestellt. Aber das war kein Mensch. Vor 127.000 Jahren ist hier ein Vulkan ausgebrochen. Die glühende Lava wälzte sich durchs Tal und als sie abkühlte, passierte das Verrückte. Sie zersprang in diese geometrisch perfekten Säulen. Die Natur als Steinmetz. Falls du unser Video über die Nordtürkei gesehen hast, kommt dir das vielleicht bekannt vor. Weißt du, was Frauen vor 5900 Jahren getragen haben? Hier in Areni 1 jedenfalls wurde der älteste Rock der Welt gefunden. Aber was ich noch viel faszinierender finde, in dieser Höhle wurde auch der älteste Weinkeller der Welt gefunden. 6000 Jahre alt. Wer unser letztes Video gesehen hat, fragt sich jetzt vielleicht, Moment mal, waren das nicht die Georgier mit dem ältesten Wein der Welt? Die Bibel erzählt, dass Noah nach der Sintflut als erster Mensch Wein anbaute und sich dann so richtig volllaufen ließ. Und wo ist die Arche gelandet? Genau, am Ararat, direkt ums Eck. Warte mal, dann ist das vielleicht Noahs Schuh. Zeitlich würde es sehr gut passen. Der ist nämlich 5500 Jahre alt und damit der älteste Schuh der Welt. Also zusammengefasst, in einer einzigen Höhle in Armenien haben wir den ältesten Schuh, den ältesten Rock und den ältesten Weinkeller der Welt. Vielleicht war Areni 1 der angesagteste Club der Kupferzeit. »6000 Jahre später hat sich hier nichts verändert. Noch immer dreht sich in Areni alles um Wein.« Nochmal? Nochmal. Alles Gute, hä? Alles. Von wo kommst? Aus Wien. Ja. Und du? Aus dem 17. Bezirk, Hernals. Wie ist der 17. Bezirk? 5 Kameras. Okay. Wirklich? Kommst du aus Wien? Ja. Jedes Jahr im Oktober steigt hier das größte Weinfest des Landes. Und wir mittendrin. Hier ist alles vertreten. Familien mit hausgemachtem Wein, Winzereien mit professioneller Produktion. This wine, you have to enjoy it without moderation, without limit. Der Eintritt? Gratis. Für nicht mal 7 € kann man sich so ein Weinglas im Umhängetäschchen kaufen und damit an allen Ständen den Wein probieren. Genial, oder? Die nehmen den Alkohol hier wirklich ernst. Fantastisch. Magst du auch? Ja, war schön. Gar nicht Foto. Gerade haben wir einfach einen Wein geschenkt bekommen. Spasiba большое. Wow. Sehr fein und fruchtig, wundervoll. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Den ganzen Tag über gibt es Tanz,
Gesang, Zeremonien, Essen und natürlich auch viel Wein. Gerade haben wir einen Wein geschenkt bekommen von den Menschen hier und hier kriegen wir das Nationalgericht von Bergkarabach. What's the name of this of the food? Jengalofat. Ah, das nationale Gericht vom Bergkarabach. Und hier haben wir einige wundervolle Leute aus Bergkarabach. Auf euch! Երևանում անձի աղջիկ չեն տալիս, թե որ ճալես Ja! Sieht super aus. Jetzt habe ich zumindest ein Andenken an die Kirche Noravang. Yes! Festival, the happiest one, the best one and the positive one, really. Das Beste, was wir hier mitbekommen, ist die armenische Lebensfreude. Oh, die sind ja richtig gut drauf. Aber weißt du, jede Gelegenheit einfach nutzen, um gemeinsam Spaß zu haben. Das ist geil, das ist einfach so Lebensfreude. Das ist Lebensfreude pur. Ja. Nach 2 Wochen haben wir noch lange nicht alles gesehen, was dieses Land zu bieten hat. Aber eines wissen wir sicher: Armenien ist voller Kultur, Geschichte und herzensguter Menschen. Wir sind ohne große Erwartungen gekommen, doch wir gehen mit unserem Herzen bis zum Rande gefüllt mit wundervollen Erinnerungen. Say everybody, come to Armenia.